Herzlich willkommen. Wir sind hier beim Faces Forbes Luxury Summit im Dolder und mein nächster Gast ist Sarah Schlagenhauf. Herzlich willkommen. Danke vielmals, dass ich da sein darf. Kannst du dich schnell vorstellen für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer? Wer bist du und was machst du genau? Ich bin Sarah Schlagenhauf, ich bin 35. Ich bin CEO und Founder von Vivents, also der Art Deal AG. Und wir sind 10 Leute in Zürich und wir schrauben an der Zukunft von Blockchain-Technologie in verschiedenen Branchen als Anwendungsfälle mit Hauptfokus auf die Luxusbranche. Kannst du das ein bisschen ausdeutschen? Was heisst Natürlich. Das genau? AI ist in allen Munden. Blockchain gibt es schon ein bisschen länger, oder nicht länger, aber parallel. Kennen wir meistens wahrscheinlich vom Anwendungsfall von Bitcoin oder von Cryptocurrencies. Blockchain ist aber eine ganz neue Art, wie man kann Zugehörigkeit, die Authentizität oder aber auch den Kauf und Verkauf von Produkten regeln. Weil auf das Blockchain hat man die Möglichkeit, sogenannte Smart Contracts zu programmieren. Im realen Leben machen du und ich einen Vertrag, sei das ein Kaufvertrag, wenn du ein Produkt kaufst in einem Laden, oder sonst ein Vertrag, wenn du heiratest oder wenn du ein Auto kaufst. Das wird von dir unterschrieben. Und im digitalen Bereich, durch die Blockchain und durch die Smart Contracts, kannst du eigentlich Eigentum neu auf dem digitalen Weg übergeben. Und mit dieser Technologie und mit dieser Möglichkeit gibt es natürlich ganz neue Business Opportunities, Businessmöglichkeiten, Zugehörigkeit und natürlich auch neue Arten, wie man Sachen kann besitzen, tauschen, interacten, alles auf der Blockchain gestützt. Kannst du vielleicht auch ein Beispiel machen? Jetzt gerade auch zum Thema zum Beispiel Interaction. Genau. Also wir spezialisieren uns eigentlich auf sogenannte IoT-Tech. Internet of Things. Wir fokussieren uns auf Fidgetals, das heisst, wir tun auf physische Produkte, seien das Jacken, T-Shirts, Luxustaschen, Parfüm oder Münzen oder Böcke oder Sportartikel, tun wir eigentlich unsere Technologie integrieren. Das ist ein Chip oder ein RFID-Tag. Und wenn man den dann mit dem Smartphone connectet, hat man einen speziellen Zugang zu dem Produkt. Einerseits kannst du dort darüber nachlesen, von wo kommt zum Beispiel Sourcing von meinem Produkt. Also du kannst den Nachhaltigkeitsstempel zum Beispiel nachschauen, wenn dich das interessiert. Du hast dort deine Quittung digital drin. Du musst sie also nicht mehr physisch haben. Du hast vielleicht auch einen digitalen Zwilling von deinem Produkt, wo du auf einer Digitalplattform kannst weiterverkaufen kannst. Und du hast zum Beispiel neue Zugangsrechte, Club-Benefits, Gucci, das ist wie eine Globus-Karte, die du auch am Punkte bekommst. Aber so hast du das alles auf deinem Wallet. Und so tun wir eigentlich smarte Luxusprodukte von morgen mit dieser Technologie anreichern und ergänzen. Was hat den Anstoß gegeben für das? Ist das vielleicht auch ein Thema aus der Sicherheit heraus oder was ist das gewesen? Sicherheit ist ein grosses Thema, da hast du recht. Vor allem überall, wenn es um Daten geht und um digitale Transparenz, ist Sicherheit immer ein Thema. Ich glaube, bei uns ist wir kommen ein bisschen aus dem Blockchain-Space. Ich war früher schon im Crypto Valley unterwegs gewesen, schon wo gerade Bitcoin aufgekommen ist. Ich glaube, die Technologie, die muss man mögen und das Potenzial glauben. Und ich meine, nicht nur wir glauben daran, alle Marktforschungen, alle grossen Consulting-Brands haben ein riesiges Market-Potential für die Blockchain-Technologie vorhergesagt. Und auch die Anwendungsfälle sprechen für sich. Also überall dort, wo wir die Technologie integrieren können, haben wir auch einen Anstieg an Consumer Interaction, an Wiederverkäufe. Zum Beispiel auch das ganze Thema Loyalty kann mit dieser Technologie neu aggregiert werden. Loyalty ist ein mega wichtiges Thema für jede Brand. Wie tust du deine existing Customers eigentlich noch mehr incentivieren, zum existing zu bleiben? Und das sind einfach so ein bisschen die grossen Megatrends, gerade im Consumer-Bereich und an der Schnittstelle von Technologie und Innovation. Ihr seid auch ein bisschen im Kunstbereich. Ja. Und ihr versucht dort das natürlich auch ein bisschen zu revolutionieren. Genau. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen genauer erklären? Sehr gerne. Wir haben 2020 gegründet, mitten in Covid. Und wir haben eigentlich für den Kunstmarkt eine App, also wir haben es auch gemacht, wir haben eine App lanciert, Vivents, wo eigentlich die ganzen Paradigmen, wie der physische Kunstmarkt funktioniert, auf den Kopf stellt. Kunst ist eines der ältesten Legacy-Märkte, wenn man so will. Die Hierarchien sind gesetzt, die
Die Gatekeepers sind die Galerien. Die Galerien entscheiden eigentlich zu 95%, was ein Preis ist, welcher Künstler gross rauskommt, welche Richtung eigentlich vielversprechend ist. Jetzt durch die Digitalisierung des Kunstmarkts sind natürlich gewisse Themen realisierbar, wie Price Transparency, Traceability, aber auch natürlich, und das ist eigentlich das Spannendste, Demokratisierung. Jeder kann durch eine digitale Plattform teilnehmen. Wir sehen es mit Instagram. Die Leute, die früher Stars waren, haben wie eine andere Qualifikationsskala als Leute, die jetzt zum Beispiel 1 Million Followers haben. Es kann jeder mitspielen in diesem Game. Jeder kann seinen Content kreieren, jeder kann schauen, wie er ankommt oder wie er kann seine Community aggregieren kann. Und in unserer App wollen wir eigentlich Social E-Commerce heissen, also auch eine Netzwerk-App ermöglichen, aber einfach auch in 3 Klick ganz einfach Emerging Artists von überall auf der Welt den Sprung auf die digitale Plattform ermöglichen, wo sie ihre Kunst verkaufen können und mit Future und Potential Collectors connecten. Und da kommt auch wieder Blockchain ins Spiel, weil was auch ein grosser Markt ist natürlich der digitale Kunstmarkt, NFTs, grosses Potenzial. Und um digitale Kunst zu verkaufen, brauchst du ein Wallet oder brauchst du, um digitale Kunst zu besitzen, brauchst du eben die Blockchain-Technologie. Also so kommt alles zusammen. Aber es klingt sehr kompliziert. Am Schluss sollte niemand da aussen merken, dass es auf Blockchain läuft, sondern die Experience ist das, was zählt. Und die Experience, du musst auch nicht genau wissen, wie das Instagram hindurch funktioniert, was für Codes dort laufen, solange du das kannst machen, was du jetzt machen kannst. Was ihr ja auch eingeführt habt, ist, dass man quasi also ein digitales Erlebnis kann miteinander teilen kann. Also das heisst, man kann wie quasi in eine Kunstgalerie gehen und schauen, sind meine Freunde auch dort? Ja, genau. Also eine Kunstgalerie kann ein virtuelles Event bei uns kreieren in wenigen Klicks. Du kannst deine Kunst hochladen, du kannst deine Virtual Tour hochladen und du kannst natürlich dann auch via WhatsApp oder WeChat oder Telegram oder Signal oder welcher auch immer Social Application deine Leute einladen. Du kannst es private setzen oder public und so kannst du real-time schauen, wer in deinen Raum eintritt. Vielleicht kennen Sie noch Clubhouse. Das ist zwar vielleicht ein schlechtes Beispiel, die sind ein bisschen runtergesunken. Während Covid natürlich Während Covid Thema ist es riesig, das habe ich auch gebraucht. Und dort war immer das Geilste eigentlich, dass du runtergescrollt hast und die Köpfe gesehen hast, die reinpluppen, oder, für die Themen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir die Social Endorsement heisst das, wo du eigentlich hast, wenn du an eine Gallery Opening gehst, physisch siehst ET und Plete. Und digital musst du natürlich auch das Gefühl haben von Traction. Und so ermöglichen wir das, indem die Leute in den Raum dazustoßen und du eigentlich dann dort kannst mingeln, Business machen, miteinander reden. Neue Leute kannst einladen. Wenn man natürlich an die Kunst denkt, an die ganze Kunstbranche, das ist absoluter Luxus. Das kann sich natürlich wenig Leute können das sich leisten. Ist das für dich jetzt auch ein bisschen der Ort gewesen, warum dass man da jetzt seine Nische findet? Absolut. Ich meine, der mich kennt oder die weiss, dass ich immer das Allerkomplizierteste will machen, wo sicher am meisten Energie braucht und am längsten geht, bis es irgendwie erfolgreich wird. Nein, aber es ist natürlich schon eine Strategie gewesen, dass wir den sogenannten Mid-Tail tackeln. Im Kunst gibt es Blue Chip, das ist die ganz teure Kunst. Dann gibt es einen sogenannten Mid-Market, der ist vielleicht pro Kunstwerk zwischen 1'000 und 1 Million. Dort sind wir jetzt drin. Und dann gibt es natürlich aber auch Low-Priced Art oder Posters oder Skizzen. Es gibt ganz viele Plattformen mittlerweile, wo du kannst günstige Kunst oder Emerging Art kaufen. Das ist natürlich auch spannend, aber du musst dich als Business Case natürlich irgendwo spezialisieren. Und der Mid-Tail, das ist aber auch der am meisten Progression kann erfahren kann. Und das ist auch der am meisten kann wachsen. Und unser Slogan war «Catch the next Picasso». Also das heisst quasi, find im digitalen Zeitalter auf eine schlaue, connected way das nächste grosse Talent, also der nächste grosse Picasso. Und das sollte eigentlich unsere App ermöglichen und auch eben diesen Emerging Artists die Plattform ermöglichen. Aber ja, man muss sich eingrenzen. Blue Chip Kunst ist auch wieder etwas anderes. Ich meine, dort sind wir in Millionenhöhe. Da sind auch Zahlungsmittel digital irgendwo an der Grenze. Also spielt alles mit ein, wenn man so ein Tech Vorhaben hat oder nur schon die Zahlung zu integrieren, die du auf der App kannst,
hat irgendwo ein Limit, nachher kommt sogenanntes KYC, Know Your Customer, dann wirst du redirected, dann es ist kompliziert. Legal kommt also es gehört alles zusammen in diesem Prozess. Man sieht, du bist in der digitalen Welt eigentlich eine, die wirklich weiss, wie man das so schwingt, oder? Das ist Sales. Das ist, man muss es auch gut verkaufen. Das stimmt. Genau. Aber vielleicht jetzt so ein bisschen, warum hat dich denn Kunst so fasziniert? Was ist da dein persönlicher Bezug dazu auch? Ja, ich bin selber natürlich in einem kulturellen und Kunstumfeld aufgewachsen. Ich habe früher jetzt dürfen an unzählige Galleries, Openings gehen. Und ich glaube, das ist einfach auch mitgeschwungen im ganzen Upbringing. Zudem habe ich einen Freundeskreis, der sehr kreativ unterwegs ist. Und ich glaube, von dem her ist es auch eine Passion von mir. Ist nicht die einzige, aber ist eine. Und ist vor allem ein spannender Bereich, weil eben das Produkt so einzigartig und individuell ist und der Art Market doch sehr spezielle, vielfältige Leute auch anzieht. Also es ist ein Mix zwischen Leidenschaft und Business Acumen. Vielleicht, heute haben wir ja gehört, oder viele Sachen verlieren quasi vielleicht an Wert. Oder es ist viel einfacher, zum Beispiel in Aktien zu investieren. Kunst ist, wie du sagst, etwas, wo die Künstler zum Teil schon halt gar nicht unter uns sind. Ist das etwas, wo du findest, hey, das ist etwas, was wert ist zum Investieren, wo Luxus auch ist und bleibt? Absolut. Und ich meine, da muss man auch ein bisschen der Typ sein. Ich kenne viele Leute, die wollen in das reinkommen und suchen nach dem Next Big Thing. Und es gibt viele Ratgeber, wie man in Kunst investieren. Aber ich glaube, dort geht wirklich einfach der persönliche Geschmack vor. Ich glaube, bei Kunst ist es, finde ich, nicht so ratsam, dass man nur wegen dem Wert investiert. Also da würde ich auch lieber einfach in einen ETF investieren, um ganz sicher zu sein, oder in Aktien, was ich mache, und etwa zu 80% kein Glück habe. Aber bei Kunst ist es Geschmackssache, weil du weisst es nicht, es gibt extrem viel. Und die Sachen, die sicher wertstabil sind und eine gute Anlage sind, das ist in einem Preissegment, wo schwierig ist, zusammenzukommen. Und der Rest ist Gamblerei. Aber mit Kunst hast du natürlich ein Real-Life-Asset, das du immer anschauen kannst und das einen intrinsischen Wert dir mitgeben kann, was auch einen Wert hat. Aber rein Kunst als Geldanlage würde ich jetzt nicht empfehlen. Ich glaube, das ist, mit dem musst du sehr tief im Markt sein, um wirklich Geld zu machen und schon ein sehr grosses Budget haben. Aber wenn du in den Märkte gehst, ich will sammeln, ich will aber auch am Kulturleben und am Künstler einen Batzen geben und mir gefällt seine oder ihre Kunst, dann finde ich das einen unglaublich schönen Markt, zum Collector sein, ja, und investieren in dem Sinn. Was haltest du von dem Trend von diesen NFT oder von dem 0,0001% von der Mona Lisa zum Beispiel? Genau, das ist Fractionalized Art, dem sagt man auch Tokenization, das ist auch Blockchain-backed. Das machen wir nicht. Ich finde es spannend, das will ich nicht abstreiten, wäre nicht mein Ding. Ich würde etwas ganz haben. Aber ist sicher, ich meine, wenn man einen Teil von der Mona Lisa besitzen kann, ist das sicher etwas anderes als ein Teil von einem Tisch besitzen irgendwo. Also kommt aufs Produkt drauf an. NFTs finde ich sehr spannend, aber auch nicht aus ästhetischen Gründen. Eigentlich gefällt mir die NFT-Welt persönlich nicht unbedingt. Aber ich finde die Technologie dahinter sehr spannend und es ist eben wieder Blockchain. Und wieso ist es so spannend? Weil digitale Kunst, auch wir im Geschäft, haben eine ganze Abteilung, also 3 Leute, die sogenannte digitale Kunst machen. Dem sagt man auch CGI, Computer Generated Imagery oder 3D. Und das ist wirklich eine neue Kunstform. Oder? Das sind visuelle, digital kreierte Bilder, die unglaublich schön sind und die wir auch nutzen, zum Beispiel für digitale Zwillinge. Nicht nur wir, ich meine, alle grossen Brands, Mercedes macht auch einen digitalen Zwilling von seinem Wagen. Oder eben Louis Vuitton macht das von ihrer Tasche, um in die Stores zu stellen. Ich meine, das auch noch in Kunst abstrahiert, hat es unglaublich viele Möglichkeiten. Und mit dem NFT, Non-Fungible Token, kann man eben Recht wieder in das digitale Artwork eintun. Und so kann man eigentlich dem Künstler die Chance geben, dass er kann sagen, ich habe das gemacht. Und dem Käufer kann man die Chance geben, mir gehört jetzt das. Und wenn man das noch weiter braucht und zum Beispiel weiterverkauft digital, dann kann der Künstler das so programmieren, dass er immer wieder weiter verdient. Mhm. Und das ist mega spannend, weil das ist auch empowering the artist. Das ist im realen Leben irgendwo durch nicht so, dass du immer Royalties hast.
Der Picasso kommt jetzt kein Geld über, wenn sein Gemälde weiterverkauft. Aber die den Deal gemacht haben, die machen gut Geld miteinander. Und im Digitalen kann man das so die Regeln neu erfinden. Vielleicht noch als letzte Frage. Welchen Trend beobachtest du jetzt im Moment, wo dich extrem fasziniert oder wo du denkst, das wird eine grosse Zukunft haben? Ja, ich muss schon sagen, AI ist natürlich auch bei mir als, ich würde sagen, technologischer Culture Vulture angekommen. Ich probiere mega viele Sachen und ich gehe immer mehr, obwohl ich Leute sehr mag, aber ich gehe immer mehr in die Richtung von einer One-Person Company, also nicht so, das klingt jetzt irgendwie komisch, aber ich merke, wie man unglaublich effizient kann arbeiten mit Tools. Und ich finde, man sollte überhaupt keine Angst haben vor dem Trend, sondern eigentlich mit Faszination dahinter gehen, weil der Mensch, der wird es geben und der wird auch immer seine Daseinsberechtigung haben. Aber jetzt zum Beispiel für mich, für meinen Alltag, also man braucht weder irgendeine Assistenz noch irgendwie sonst jemand. Man kann alles selber machen und zwar so viel schneller wie je zuvor, inklusive Übersetzung, inklusive kreative Tools oder eben Präsentationen. Man ist so unglaublich schnell und effizient und es macht auch mega Spass, weil man kann kreativ sein. Also ich finde Technologie und neue Möglichkeiten sehr spannend, wenn sie nützlich sind und dienlich. Also die Trends sind sicher etwas, was ich als Gamechanger für unser Leben erachte. Also das heisst eigentlich übersetzt, Zeit ist eigentlich ein Luxus für dich? Zeit ist ein Luxus und wahrscheinlich der einzige, ja. Danke vielmals, dass du da bist. Danke vielmals, dass für das spannende Gespräch. Merci vielmals.